Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Update-Video hier aus der Brickworld. Und wir werfen erstmal wieder einen kurzen Blick zurück, einfach um mal noch zusammen da hinschauen zu können, was wir letztes Mal gemacht haben. Und zwar haben wir das letzte Mal hier im Bereich der Stadtmauer bzw. der Altstadt diesen Bereich hier fertiggestellt. Wir haben die Treppe hier fertiggestellt, die Mauer hier und hier den Weg, der hier langsam nach oben gehen wird. Heute geht es aber wieder in eine andere Richtung, und zwar werden wir heute Richtung Bahnhof gehen. Und zwar möchte ich doch jetzt nicht explizit an irgendwas, an der Fassade oder an einem Geschäft bauen, sondern ich gehe mal mit euch da rein, hier im Eingangsbereich möchte ich eine Anzeige einbauen, auf der die Bewohner von Brickgate sehen können, wann welcher Zug wohin fährt. Dazu habe ich einiges besorgt und ein bisschen was vorbereitet. Zum einen habe ich hier ich habe hier einen 5 Zoll Bildschirm mit einer Auflösung von, ihr seht es hier, 800 x 84 Pixel. Das reicht auf jeden Fall für meinen Zweck. Es ist ein 5 Zoll Bildschirm. Der große Vorteil daran ist, der kommt ohne Gehäuse. Es ist eins dabei, werde ich aber nicht benutzen. Dadurch können wir das ganz gut umbauen. Und wenn ich das jetzt mal hier mitnehme, schauen wir, ob ich hier drüber beugen kann von hier aus, seht ihr, das Größenverhältnis passt, glaube ich, ganz gut, um es da reinzubauen. Passend dazu habe ich hier einen kleinen Multimedia-Player. Der hat einen HDMI-Anschluss zum Beispiel, aber auch einen USB-Anschluss. Das heißt, wir verbinden dann später den Multimedia-Player mit dem Bildschirm über HDMI. Und hier auf dem USB-Stick wird dann später ein Video laufen mit der Zugzielanzeige, die ich erstmal in Photoshop erstellt habe. Dann habe ich daraus in Adobe Premiere ein Video gemacht. Das heißt, wir werden dann ein bisschen die Uhr laufen sehen und auch ein bisschen die Anzeige sich verändern sehen. Ich habe es so ein bisschen rudimentär gemacht, über ein paar Minuten. Das heißt, alle, ich glaube, 5 Sekunden springt die Uhr 1 Minute weiter. Der Vorteil an dem ganzen Ding ist auch, dass ich das hier erstens so einstellen kann, dass es automatisch im Loop läuft. Das heißt, ich muss nichts machen. Und ich kann es so einstellen, dass automatisch mein Video startet, sobald hier Strom drüber läuft. Also ich muss da nicht unbedingt mit der Fernbedienung jedes Mal rumhantieren. Die Idee ist, dass wir den Bildschirm dahin bauen, dann die Kabel nach unten ziehen, am besten so, dass man sie nicht gut sieht. Dazu werde ich dann das Video auf den Kopf spiegeln, denn die Anschlüsse sind eigentlich hier auf der Oberseite des Bildschirms. Ich möchte die aber unten haben, das heißt, ich muss mein Video noch einfach rotieren, das ist jetzt nicht die riesen Problematik. Und dann werden wir das Ganze mit Lego umbauen, dort fixieren. Und die ganze Technik kommt dann einfach hier unten auf den Tisch. Später im neuen Layout wird sich das auch noch ein bisschen ändern. Aber ich glaube, das würde eine Sache sein, die hier einiges an Leben in das ganze Projekt bringt. Ich bin gespannt, wie es läuft. Der Bildschirm selber ist gar nicht so schwer. Also ich glaube, die Aufhängung wird nicht so das Riesenproblem sein. Ich habe schon ein bisschen probiert, ein bisschen was vorbereitet. Und wir gehen jetzt einfach hier nach dem Werbeblock direkt in das Projekt rein. Und so sieht das ganze Setup jetzt von der rein technischen Seite aus. Ich habe jetzt hier das HDMI-Kabel, das geht eben von da nach da. Und die beiden Stromstecker. Der USB-Stick steckt. Hier seht ihr gerade, dass da steht No Signal, weil nämlich der Media Player nicht an ist. Ich mache ihn jetzt einfach mal an. Dann müsste jetzt automatisch mein Video starten. So. Und da seht ihr jetzt meine Fahrtanzeige mit ein paar Easter Eggs. Ich habe mich ganz grob ein bisschen daran orientiert, wie das Ganze hier an deutschen Bahnhöfen aussieht. Ich habe es natürlich wieder alles in Englisch gehalten, weil ja die Sprache in der Brickworld Englisch ist. Hatten wir ja schon mal drüber gesprochen. Es liegt zum einen daran, dass es eben international besser ist. Und zum anderen, weil ja eigentlich alles an Aufklebern etc., was direkt von Lego kommt, schon Englisch ist und ich da keine Sprachmischung haben möchte. Jetzt seht ihr gleich, wie das Ganze umspringt. Warte mal ganz kurz. Jetzt sind jetzt nach oben gerutscht. Oben seht ihr die Uhr, 13:07 Uhr. Es ändert sich jetzt alle 5 Sekunden ungefähr, glaube ich. Und gleich bei 13:11 oder 10 gehen wir dann wieder am Anfang. Man kann es jetzt natürlich weiter treiben und es weiter ausbauen. Das ist auch eine Sache, die ich jetzt erstmal nicht brauche, um das Ganze einzubauen. Das Video selber kann ich ja jederzeit noch ändern über den USB-Stick. Und jetzt seht ihr wieder 13:01 Uhr am Anfang. Und so sieht das Ganze jetzt aus. Das Ganze muss jetzt umbaut werden, da drüben eingebaut werden in den Bahnhof.
Und das sind die nächsten Schritte. Aber hier ist schon mal einiges an Arbeit und Zeit reingeflossen. Und von technischer Sicht funktioniert das Ganze schon mal super. Und ich bin damit auf jeden Fall schon mal zufrieden. So, ich habe das Ganze jetzt mal umbaut und ich muss sagen, es hat recht gut funktioniert. Es rutscht überhaupt nicht da drin. Ich habe diese kleinen, seht ihr jetzt im Cut davor wahrscheinlich noch, da waren hier noch so kleine Ausbuchtungen mit eben den Löchern, wenn man das Ganze in das vorgesehene Gehäuse einbauen möchte. Die habe ich abgemacht, damit es hier besser das Lego-Gehäuse passt. Und es passt ziemlich genau hier rein. Da hinten habe ich jetzt erstmal offen gelassen. Da unten, damit da eben die ganzen Buchsen reinpassen. Es ist sehr, sehr stabil. Es hat kaum an Gewicht gewonnen. Aber es sieht doch ganz gut eingebaut aus. Es läuft auch weiterhin. Ich will mal gleich schauen. Gleich könnt ihr nicht nochmal schauen. Oben ist jetzt 13:06 Uhr. Jetzt müsst ihr gleich umspringen. Dann seht ihr auch, dass hier alles nach oben rutscht. Und ja, jetzt werde ich das Ganze mal nehmen und schauen, wie das Ganze aussieht, wenn es dann jetzt hier in dem Bereich ist. Und dann muss ich mir mal schauen, wie ich das Ganze dort so gut fixieren kann, dass es mir nicht gleich wieder runterbricht. Eine vielleicht eher seltsame Perspektive für euch. Wir sind jetzt hier unter dem Tisch und schauen hier durch die Öffnung nach oben, wo dann später hier mal die Rolltreppen runtergehen werden. Tatsächlich ist es mir gelungen, den Bildschirm hier oben an der ersten Etage anzubringen. Der ist relativ stabil. Ich glaube auch, dass das Gewicht aushält. Höhe gefällt mir eigentlich auch ganz gut, muss ich sagen. Ich muss dann später mal überlegen, wie wir hier die Kabel ordentlich verstecken. Ob wir einfach hier was runterbauen und das dann irgendwie verschönern mit irgendwas, dann wir einfach verdecken. Weil sobald wir mit den Kabeln hier unten sind, kann ich die hinter die Wand ziehen und dann verstecken. Aber ich muss das Stückchen hier irgendwie überbrücken. Dann machen wir, glaube ich, einfach irgendeine Säule oder sonst irgendwas hin. Aber das machen wir dann, glaube ich, erst, wenn wir umziehen, würde ich sagen. Was ich jetzt auf jeden Fall als nächstes mache, ist, dass ich hier die Kabel und alles wieder anschließe. Weiterhin bete, dass das hier hält. Es zeigt auch gleich von oben, wie das befestigt ist. Ja, und dann schauen wir einfach mal, wie die Anzeige aussieht, wenn sie dann hier gleich in Betrieb geht. So sieht die Befestigung übrigens von oben aus. Wir sind tatsächlich nur hier. So habe ich hier unten mit der Kamera reingefangen. Ja, man sieht hier ein bisschen die Kabel raushängen. Mal schauen, ob wir das noch verdecken müssen von der Seite oder ob das so bleiben kann. Da muss ich mal schauen, wie das dann später mal aussieht, ob man die sehen kann oder nicht. Auf jeden Fall, die Befestigung ist relativ rudimentär. Dadurch, dass der Bildschirm und die Konstruktion aber relativ leicht ist das hier recht stabil. Hat allerdings trotzdem ein bisschen gedauert, das hier ranzubekommen, weil ich halt relativ schwer rankomme. Ihr seht am bläulichen Licht hier in dem Eingangsbereich, dass das Ganze schon an ist. Das heißt, wir gehen jetzt mal außen rum und schauen uns das Ganze gleich nochmal ein bisschen von vorne an. Und da seht ihr schon, die Anzeige ist zu sehen. Der Rahmen ist vielleicht ein bisschen dick. Es ist einfach der Technik geschuldet, dass ich es außen rum bauen muss, damit es eben doch ein bisschen mit Lego aussieht. Aber ich bin auf jeden Fall zufrieden damit. Ich werde jetzt auch gleich nochmal kurz das Licht hier im Raum ausmachen. Dann schauen wir uns mal an, wie das Ganze aussieht, wenn man von vorne durch den Eingangsportal reinschaut. Aber ich bin auf jeden Fall schon mal sehr zufrieden. Aus dieser Perspektive können wir tatsächlich die Fahrtanzeige jetzt schon sehen. Ich gehe mal ein bisschen näher mit euch ran, damit ihr es auch auf dem Video besser seht. In der Realität sieht man es natürlich auch allgemein ein bisschen besser. Ich muss mich jetzt mal mit euch ein bisschen rüber hängen. Ist ein bisschen, was habe ich denn jetzt? Ich habe rangezoomt. Ein bisschen überstrahlt hier im Video, aber es sieht auf jeden Fall in der Realität sehr, sehr schön aus. Und ich finde auch, dass jetzt der Blick hier rein, ich versuche das mal ein bisschen mit euch einzustellen, damit wir, ich drehe wie immer in die falsche Richtung. Das ist fast ein bisschen zu dunkel, aber ihr seht den Kontrast jetzt besser. Die Zugziel ist ja gar nicht, die Abfahrtsanzeige bringt hier auf jeden Fall noch ein bisschen Atmosphäre rein. Wir müssen bedenken, dass da ja auch noch richtiges Licht reinkommt, sobald die Decke oben drauf ist und auch die Läden links und rechts nochmal Licht reinwerfen werden. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Ich mache jetzt mal ganz kurz noch einen Cut und versuche mal von unten rein zu filmen, damit ihr es noch ein bisschen besser sehen könnt, weil wie gesagt, es ist echt nicht so einfach, da jetzt eine gute Perspektive für die Kamera zu finden. So, ich filme jetzt mal von der Seite mit dem Weitwinkelobjektiv. Und dann sieht man es jetzt nochmal ein bisschen besser. Also ich finde, es sieht gut aus, es passt hier gut rein. Die Position ist auch schön, meiner Meinung nach, weil es sich dann auch sehr schön ergibt. Wenn eben dann darunter die Treppen und die Rolltreppen runtergehen und jeder, der dann vorne zum Haupteingang reinkommt, sieht dann gleich, wohin, wann, welcher Zug fährt. Wir werden doch gleich nochmal, 13:08 Uhr ist gerade auf dem Bild zu sehen. Dann müssen wir mal kurz warten, dann springt es nämlich gleich wieder um. Gleich bei 13:11 Uhr, soweit das Video ist momentan ja nur gemacht. Dann seht ihr, dass hier gleich wieder oben nicht mehr der 13:11 Uhr Zug stehen wird, sondern der 13:06 Uhr Zug.
Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr zufrieden mit dem. Das ist eine Sache, die ich schon seit Ewigkeiten angehen wollte. Ich hatte aber nie ungefähr unbedingt die richtige Technik dafür gefunden, um das umzusetzen. Bis auf die Problematik, die Kabel da unten noch ein bisschen zu verkleiden, bin ich sehr zufrieden damit. Das wird jetzt auch nochmal einen riesen Unterschied machen, wie gesagt, wenn hier oben vorne auch die Beleuchtung reinkommt. Und schreibt mir gerne Kommentare, was ihr dazu denkt. Ich habe auch grundsätzlich die Idee, dass wenn ich noch andere Bildschirme finde, die nicht ganz so groß sind, da noch mehr Spielereien reinzubringen in die ganze Geschichte hier im Bahnhof und auch allgemein in der Brickworld. Aber das ist ein Thema für ein anderes Mal. Ansonsten bleibt mir tatsächlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank für eure Kommentare, wie immer. Wir sind jetzt ganz knapp vor den 7000 Abos, also da schon mal vielen, 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 vielen Dank. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir uns hier in der Brickworld sehen. Und ich sage nur noch, bleibt gesund, viel Spaß beim Selberbauen und tschüss.